Also viele wissen es nicht. Aber es gibt die innere Erde und es gibt natürlich auch verschiedene Eingänge dazu. Die machen dort unten auch so Mischexperimente mit Menschen und Tieren und von daher kommen dann diese Fabelwesen, diese Mischwesen in den Mythologien und so. Gibt es die innere Erde? Ja, die innere Erde gibt es. Also wie schon gesagt, es gibt verschiedene Zivilisationen dort, also auch physisch. Und die wissen voneinander und wir hier auf der Oberfläche, wir sind eigentlich die Einzigen, die das gar nicht wissen. Und die Regierung, die weiß es auch immer wieder mal und die Außerirdischen sowieso und wir wissen das irgendwie nicht. Also viele wissen es nicht. Aber es gibt die innere Erde und es gibt natürlich auch verschiedene Eingänge dazu. Aber also was alles unter der Erde lebt, das ist zum einen eben diese Zivilisationen und die haben auch, also die sind auch im Bewusstsein weiter als wir und so. Und dann gibt es unter der Erde auch noch andere Dinge. Die gehören aber dann nicht zu diesen positiven Zivilisationen, aber die sind halt trotzdem auch unter der Erde. Und also unter der Erde, da leben auch Außerirdische oder in dem Fall Innerirdische. Genau, ja. Und die zum Unlicht gehören und die auch keine Liebesverbindung haben. Und also die wohnen auch dort unten. Und dann gibt es da unter der Erde gibt es also wirklich riesige Anlagen, aber die sind von Menschen, die gehören Menschen. Und die arbeiten mit diesen unlichten Außerirdischen auch zusammen. Und in diesen unterirdischen Anlagen, da machen sie eben auch so Forschung. Genau, und darum laufen dann hier so Klone rum auf der Oberfläche, weil die dann dort unten sind. Und die machen dort unten auch so Mischexperimente mit Menschen und Tieren und von daher kommen dann diese Fabelwesen, diese Mischwesen in den Mythologien und so. Die haben da auch mit dem zu tun. Und das ist ja, also das steht zwar nicht in der Zeitung und auch nicht im Fernsehen, aber das sind Dinge, die gibt es und von denen wissen auch einige Leute, die so auf diesem Planeten rumlaufen. Und ja, das hat dann mit diesen mit den Klonen und so zu tun. Und darum, ja, von dort kommen die. Also das ist seltsam hier. Ja, das kann man wohl sagen. Es ist wirklich alles sehr, sehr seltsam. Und wir wissen ja so überhaupt fast gar nichts von all dem, was hier alles möglich ist und geschieht. Und man könnte sich ja verlieren in all diesen Thematiken und in all diesen Theorien und Spekulationen und wer mit was und warum. Aber eigentlich
gibt es ja nur eins zu tun, oder? Oder eins. Also das Wichtigste ist, dass wir egal mit was wir uns befassen und was gerade auf der Welt los ist, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was wir wirklich sind. Und dass wir an unseren Lichtkörper denken. Weil jeder bewusste Mensch, der hält hier Licht auf der Erde. Und die Lichtspuren. Ich wollte gerade sagen, das hast du in deinem letzten Newsletter so schön beschrieben. Ja, dass überall, wo bewusste Menschen laufen, hinterlassen sie, wenn sie dann so gehen, hinterlassen sie feinstofflich eine Lichtspur. Und das ist total schön. Ja, und du hast auch so schön geschrieben, je bewusster jemand geworden ist, das heißt, je öfter jemand diese Verbindung mit seinem eigenen Lichtkörper pflegt und immer wieder übt und jeden Tag immer mal wieder sich seines eigenen Lichtkörpers gewahr wird, desto stärker und größer wird seine Lichtspur. Und das ist doch das. Und Licht kann man ja auch gleichsetzen mit Liebe. Ja. Oder?